Saubermann-Düfte im Sommer. Die möchte ich euch heute vorstellen. Die Saubermann-Düfte im Sommer. Perfekte, cleane, ja, strahlende Sommerdüfte, die richtig schön sauber sind. Mein Name ist Dennis, aka Fragrance Dog aus Hamburg. Ja, da habe ich einige am Start. Und ich denke mal, wenn ihr so richtig, ja, nicht so auffallen wollt, aber trotzdem richtig gut riechen wollt, sauber, clean, dann sind das eure Düfte. Wir fangen mal gleich mit den ersten an. Den habe ich hier, einen riesen Flakon. Versace Pour Homme. Yes, den könnt ihr richtig schön benutzen. Das ist ein frischer Saubermann-Duft, der über ein Orangenblatt, Neroli, aquatisch in der Kopfnote rüberkommt. Und im Endeffekt bleibt er auch so. Es ist ein sehr stabiler, entspannter Duft fürs Büro, für den Sommer, wenn ihr einfach nicht so auffallen wollt, wenn ihr was ganz Normales tragen wollt, wenn ihr nichts Kompliziertes tragen wollt, dann ist das euer Duft. Versace Pour Homme. Neroli habt ihr wirklich nur minimal im Background, also keine Angst. Es ist schon so ein Orange, also etwas Grünes, Kühles, Frisches, Aquatisches. Das ist Versace Pour Homme in meinen Augen. Bisschen minimal auch cremig, aber es riecht schon so ein bisschen nach leichtem Duschgel-Vibes. Aber gerade das ist ja auch bei richtig schöner Wärme, ist es einfach perfekt. Und wenn ihr natürlich im Büro arbeitet und dort nicht anecken wollt, dann Versace Pour Homme. Der kommt sehr, sehr nice, würde ich mal behaupten. So, der nächste ist auch im Endeffekt ein sehr kühler, cooler, geiler Saubermann-Duft, und zwar rede ich von Meteor von Louis Vuitton. Ja, das ist ein Duft, der ist schon sehr, ich würde nicht sagen steril, aber er ist schon wirklich steril gehalten und schon sehr klar sauber. Ihr habt hier auch Bergamotte, ihr habt was Pfeffriges, ihr habt auch wieder Neroli ein bisschen. Neroli müsst ihr euch eben, Neroli ist eben Bergamotte, Neroli. Dieses ganze Zusammenspiel habt ihr eben in Sommerdüften und in frischen Düften. So, und das muss man mögen, aber der hat so einen Touch drin von früher so ein bisschen, den ich nicht, sage ich mal, gut beschreiben kann oder auch nicht beschreiben. Ja, ich kann es einfach nicht. Nicht, weil ich es nicht weiß, es ist einfach eine Erinnerung. Ich glaube, jeder, der diesen Duft mal riecht, der weiß, von was ich rede, von früher irgendwie, es gibt so immer ein, zwei Düfte, die irgendwas, oder die erinnern mich irgendwie, wo ich jung war, und das hat der, und das ist was Cremiges, vielleicht ist es auch diese ganz minimal, ganz leichte, frische Nivea-Creme. So müsst ihr euch diesen Duft vorstellen. Also Meteor ist schon sehr gut zu tragen und auch eine gute Haltbarkeit für einen frischen Duft. Und da hat Louis natürlich wieder richtig was Gutes rausgehauen. Ja, und als nächstes kommen wir zu dem neuen Duft von Issey Miyake. Und zwar diesen Ableger hier. Ja, das ist das Eau de Parfum. Es gibt ihn ja schon als Eau de Toilette. Und beim Eau de Toilette müsst ihr euch vorstellen, das ist Ingwer und ein Salzakkord. Ihr merkt dieses Salzige wirklich. Dazu kommt ein bisschen, ich finde, was aquatisch Algen-Style-mäßig. Hört sich so schlimm an, ist es aber nicht. Also ein bisschen aquatisch richtig und Salzakkord und Ingwer. Ingwer im Background aber nur. Und nun haben wir das Upgrade aufs Eau de Parfum. Und da haben wir dann noch Weihrauch und Amber dazu bekommen. Und laut Parfumo übrigens gibt's keinen Salzakkord, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche. Das stimmt nicht. Also ich finde schon, dass hier immer noch dieser Salzakkord mitschwingt. Würde ja, oder macht natürlich auch Sinn, wäre ja albern bei dieser Reihe, den Salzakkord auf einmal wegzulassen. Aber hier habt ihr eben noch Weihrauch dazu plus in Amber. Weihrauch ist im Background, aber nehmt es wahr. Aber richtig gute Haltbarkeit, Leute. Wirklich gute Haltbarkeit. Und der macht Spaß zu tragen. Also diese Reihe, ich habe das Eau de Toilette auch, finde ich mal erfrischend gegenüber den normalen Issey Miyake Reihen. Ich bin ja jetzt nicht so ein Fan von Issey Miyake unbedingt. 1, 2, 3 Düfte habe ich, die finde ich gut. Die sind dann auch weg. Es ist immer so, dann ist er gut oder ich mache es gar nicht. Und diese Reihe geht so ein bisschen raus von ihnen, aber es ist immer noch sauber, Mann. Es ist immer noch clean. Das ist Issey Miyake. Und der neue hier, möchte ich nicht falsch aussprechen, ist schon salzig mit Amber-Style. Kommt richtig gut. Solltet ihr unbedingt mal testen. Ja, und der nächste ist, wir machen schnell,
Jil Sander Sun Man. Das ist einfach ein Saubermann-Duft. Das ist für mich immer noch der beste Strandduft, den es gibt. Ihr wisst Bescheid. Wenn ihr den aussprüht oder auch riecht, dann habt ihr Urlaub-Feeling. Ihr habt Strand, ihr habt Sonne, ihr habt Körperlotion, ihr habt Sonnencreme, whatever, auch wenn Sonnencreme total scheiße ist und nicht gesund ist. Viele Leute begreifen das einfach nicht. Aber ich kann ja mal ein bisschen Insider wissen, wie die Leute, die hier zugucken, keine Ahnung davon haben. Ja, haut euch mal richtig, ihr werdet ja immer mehr. 50er Sonnencreme rauf, damit die Poren schön dicht sind und dass kein Vitamin D3 in euer Körper kommt. So, jetzt mal drüber nachdenken. So, aber man sagt es trotzdem, es riecht nach Bodylotion, nach Sonnencreme, nach Strand, Sonne, warm, Meer und hübsche Frauen. So riecht dieser Duft. Man ist einfach in Feeling und mehr muss ich nicht sagen. Jil Sander Sun Man. Wie oft soll ich das jetzt noch sagen? Man kennt ihn. So, der nächste, kennt man auch, Prada L'Homme. Sauberer geht's doch gar nicht. Einer der Sauberdüfte überhaupt. Ihr habt ja was Cremiges, ihr habt Sauberkeit im Flakon und ihr habt Iris und das macht den Duft aus. Ich habe ihn lange übrigens nicht getragen. Oh, da muss ich mal wieder. Das ist schon herrlich. Das ist auch noch die alte Version. Ich habe den bis jetzt nicht neu gekauft. Ein Glück. Ich glaube, er wurde reformuliert. Ich habe aber gehört, nicht unbedingt ins Negative. Aber schreibt mal runter, vielleicht habt ihr wieder was anderes. Aber trotzdem bleibt die DNA ja. Und der Duft ist einfach ein Gentleman in pudrigen Anzug und richtig schön sauber clean. Also besser geht's fast gar nicht mit dem Prada L'Homme. Da hat Prada, was soll ich sagen? Prada macht es richtig. Prada macht es gut und ja, mit Prada L'Homme natürlich auch. So, jetzt kommen wir wieder zu einem Issey Miyake. Ja, und das ist der übliche Verdächtige. Da haben wir ihn. Das ist der Cold Duft von Issey Miyake. Wenn ich mich nicht ganz täusche, ist es auch der erste von Issey Miyake, L'Heure de Cé. Und ich muss sagen, das ist zum Beispiel ein Duft, der aus der Reihe, den ich mag. Aber das ist eben auch der OG. Ja, und das ist wirklich lecker. Ihr habt hier Yuzu, Mandarine, Muskat. Aber Muskat, ja, nur im Background macht das so ein bisschen stumpf, aber interessant. Der Yuzu ist natürlich sehr cool. Also es ist so erfrischender Duft. Und der funkt. Ja, das auch. Der funktioniert einfach wunderbar. Wunderbar immer noch. Also den solltet ihr unbedingt testen. Den gibt es jetzt schon so lange. Muss man eigentlich so sagen. Allgemein muss ich oder kann ich. Ich bin ja jetzt auch nicht unbedingt, ihr wisst das ja, so ein Freshy-Fan. Ich stehe eher auf andere. Aber wenn der Sommer da ist, trage ich sie gern. Aber es ist jetzt nicht eigentlich meine Lieblingsdüfte, auch wenn sie geil sind. Aber deswegen bin ich immer so ein bisschen rar beim Erklären. Das mache ich dann lieber bei denen. Aber es gibt ja auch bei frischen Düften nicht so viel unbedingt immer zu erklären, weil sie haben eine Linie, sie bleiben sich treu, es ist meistens frisch, es ist Bergamotte, das Übliche, Mandarine, dann kommt vielleicht ab und zu mal was Fruchtiges drüber und so weiter. So, jetzt kommen wir aber zu einem der besten Churchoff-Düfte. Und ich vergesse den auch immer, aber der Renaissance ist einfach ein Saubermann, wie er in Buche steht, ja. Saubermann ohne Ende. Auch hier haben wir wieder natürlich die Bergamotte und so weiter und so fort. Aber, ist das herrlich. Grün, er riecht so ein bisschen grün, richtig kühl. Wenn ihr den tragt, ist er auch richtig gut um euch rum kühl. Leicht süßlich, schöne Bergamotte am Anfang. Ihr habt dann noch eine Zitrone, ihr habt Mandarine, ihr habt Rose, Pedigrin oder wie das da heißt, ist auch noch drin. Also, wenn ihr einen sehr, sehr coolen, langanhaltenden, frischen, eleganten Duft haben wollt, dann holt euch Renaissance von Churchoff. Vergesse ich immer wieder, sehr guter Begleiter, perfekt, richtig gut gemacht, richtig gut zusammengefügt und ja, mehr muss man eigentlich nicht wissen. Top! So, zum Schluss habe ich einen Duft. Es gibt natürlich noch mehr, aber wir kommen zum Ende und zwar ist es der Moleküle Nummer 1. Also erstmal begleitet der Duft mich im Sommer meistens immer. Ich hau den immer so im Background drauf, nicht wegen der Haltbarkeit. Natürlich kann man Haltbarkeit verlängern, ein bisschen. Aber, kommt mal ein bisschen runter. Grundsätzlich mag ich dieses Holzige. Und für die Leute, die sagen, ja, ich kann den nicht wahrnehmen. Ja, ich konnte den ein Jahr auch nicht wahrnehmen. Seitdem, und dann habe ich den stehen gelassen und seitdem kann ich den immer wahrnehmen. Es ist ein frischer
holziger, wirklich fast schon stumpf, pudrig, holziger Duft. So müsst ihr den vorstellen. Aber wenn ihr den auch alleine tragt, ihr könnt den ja auch alleine tragen, für jeden Menschen da riecht er anders. Da könnt ihr natürlich nicht wissen, wie, aber das ist interessant. Und wenn ihr den natürlich mit hier zum Beispiel zusammenkloppt oder auch vielleicht mit dem Prada L'Homme, habe ich noch nicht ausprobiert, aber man weiß es nicht, dann kommt der Prada L'Homme ja eventuell nochmal ganz anders. Dann kommt dieses Holzige vielleicht noch dazu und so weiter. Also ich würde mir den, also ich habe einige, aber ich glaube, das ist der einzige, den ich gut finde, weil ich muss die anderen mal wieder rausholen. Die sind auch gut, die Moleküle-Düfte, aber der Nummer 1 bleibt einfach immer, ihr merkt es hier, den habe ich immer am Start und es ist einfach ein sehr schön holziger, frischer Duft. Ja, ich konnte ihn früher nie wahrnehmen, jetzt ja. Wenn ihr den also nicht wahrnehmen könnt, lasst ihn, es macht keinen Sinn, ich weiß das, aber lasst ihn stehen oder benutzt ihn einfach, aber irgendwann kommt das und dann werdet ihr ihn riechen. So, das sind für mich die Saubermann-Düfte. Natürlich gibt's da noch mehr für den Sommer. Vielleicht mache ich da auch noch einen anderen Teil, noch einen Teil zu, aber ich fand einfach, dass die sehr interessant sind und den neuen würde ich an eurer Stelle hier mal probieren, testen. Sehr schöner Salzakkord mit Amber und Weihrauch. Also Leute, Grüße gehen raus an meine Mitglieder. Werdet auch gerne Mitglied, wenn ihr Bock habt. Lasst mir gerne Super Thanks da, wenn ihr Bock habt. Wenn nicht, dann auch gut. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.